Hallo ihr Lieben, in diesem Video habe ich für euch ein super leckeres Pfannenbrot, was super lecker gefüllt ist. Los geht's! Wir starten mit Mehl, Hartweizengrieß, Salz, Zucker und ein bisschen Hefe. Das Ganze wird mit der Küchenmaschine ca. 10 Minuten auf mittelhoher Stufe gerührt, nach und nach das Wasser zugeben. Nach 10 Minuten fette ich meine Finger etwas mit Öl ein und forme mir das Ganze zu einer Kugel. Der Teig ist leicht klebrig und trotzdem elastisch und wie gesagt, das wird jetzt so circa eine halbe Stunde ruhen gelassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu benötigen wir einmal Zwiebel. Das Ganze mache ich in meinem Gemüsezerkleinerer. Geht ratzifatzi, ganz einfach und schön klein geschnibbelt. Verlinke ich euch gerne unter dem Video in der Beschreibung. Dann brauchen wir eine gelbe und eine rote Paprika. Schaut mal, wie gleichmäßig und fein das Ganze alles gewürfelt ist. Dann geht's ab zum Braten. Ich habe hier etwas Öl in der Pfanne erhitzt und schaut mal, ich muss euch mal gerade was zeigen. Ich habe hier so ein mobiles Dunstabzugsgerät, ganz praktisch und auch super einfach zu bedienen, aber dazu erkläre ich euch auch gleich etwas mehr. Einfach einschalten und dann die gewünschte Stärke durch mehrmaliges Drücken wird dann aktiviert. Wir fangen erstmal mit dem Braten des Hackfleischs an. Dazu einfach Hackfleisch mit etwas Öl anbraten, krümelig anbraten und wie ihr hier sehen könnt, wie stark dieser Dunstabzug ist. Hier seht ihr das nochmal von der Seite, wie das Ganze schön abgesaugt wird. Immer ganz praktisch, wenn ihr mal auf Camping seid oder wenn ihr, wie ich hier, so eine kleine einzelne Platte habt oder gar keine Dunstabzugshaube. Zu dem Hackfleisch gebe ich dann das geschnibbelte Gemüse hinzu, dann Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprika. Wer mag, kann noch etwas Kreuzkümmel hinzufügen. Das Ganze schön krümelig weiter anbraten. Zum Schluss gebe ich noch eine Handvoll Petersilie hinzu. Ihr könnt auch Koriander nehmen. Schaut mal, hier seht ihr das Ganze nochmal. Ganz starkes Gerät. Verlinke ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Hier habt ihr einen Einschaltknopf und durch mehrmaliges Drücken, wenn ihr nochmal auf den Einschaltknopf drückt, dann ist das die mittlere Stufe oder wenn es rot blinkt, dann ist es die starke Stufe. Und wie gesagt, auch super praktisch, überall hin zum Mitnehmen und ihr stößt euch auch nicht mehr so den Kopf an, wenn ihr so eine große Dunstabzugshaube habt, ne? Die könnt ihr super gut verstauen. Dazu gibt es noch einen Ersatzfilter. Mit dem Code Rabeas Kitchen bekommt ihr 5% Rabatt. Und hinten ist so eine kleine Schublade, da sammelt sich das ganze Kondenswasser an. Hier seht ihr so ein ganz kleiner Tropfen jetzt von meinem Rezept gerade. Wirklich einfach zum Reinigen. Wirklich ein super praktisches Teil. Rabattcode und Link gibt's unter dem Video in der Beschreibung. Weiter geht's mit unserem Rezept. Wenn der Teig dann aufgegangen ist, die Füllung zubereitet ist und etwas abgekühlt ist, nehmen wir uns unseren Teig aus der Teigschüssel und dann formen wir uns 8 große Bällchen, so etwas kleiner als ein Tennisball ungefähr. Am besten macht ihr das Ganze mit gefetteten Fingern bzw. Händen, also einfach ein bisschen Öl und dann formt ihr euch kleine Kugeln und die stellt ihr euch kurz beiseite. Die Kugeln könnt ihr euch ganz einfach zwischen den Händen formen oder ihr macht es auf der Arbeitsfläche, so wie es am einfachsten für euch ist. Die müssen jetzt nicht perfekt rund sein. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr jetzt auf Abonnieren klickt und am besten noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Rezepte mehr. Die Kugeln dann ebenfalls wieder etwas einfetten, mit Frischhaltefolie 10-15 Minuten ruhen lassen. Und nach 10-15 Minuten könnt ihr dann die Kugeln ausbreiten, immer wieder die Finger bzw. Hände einfetten mit Öl und dann, wie gesagt, schön dünn ausbreiten mit den Fingern. Ihr könnt auch super an den Teig ziehen. Der reißt nichts, aber ganz vorsichtig, mit ganz viel Gefühl. Wenn ihr das Ganze dünn ausgebreitet habt, schnappt ihr euch ein Messer
oder einen Teigroller und macht dann so wie ich, schneidet ihr das ein, rechts und links. Und dann gebt ihr so 2, 3 Esslöffel Füllung ganz unten mittig hin. Und dann wird das Ganze einmal zugeklappt, einmal von rechts nach links, beziehungsweise von links nach rechts, unten das kleine Stückchen etwas, immer wieder die Finger ein bisschen einfetten. Wer mag, kann noch zwischen den Schichten etwas Hartweizengrieß drüber geben und dann nimmt ihr das Viereck und macht es, glaube ich, einmal so wie ich hier. Das kann man sehr gut sehen. Einmal nach oben überschlagen, rechts, links wieder und dann wieder nach oben und wieder rechts, links. Dann habt ihr schon ein super schönes verpacktes Päckchen. Der Teig ist super um den Teig, um die Füllung herum gewickelt, schön gleichmäßig. Und das packt ihr dann erstmal kurz beiseite und das macht ihr dann mit den kompletten Teigkugeln. Also hier seht ihr das Ganze nochmal. Eine Kugel ausbreiten, mit etwas Öl immer wieder arbeiten, nicht zu viel. Und wer mag, das Ganze noch mit Hartweizengrieß bestreuen, muss jetzt aber nicht. Rechts und links einschneiden, mittig dann die Füllung dazugeben, so 2, 3 Esslöffel. Wer hat und mag, kann jetzt gerne noch etwas geriebenen Gouda-Käse über die Füllung geben. Dann habt ihr noch einen leckeren geschmolzenen Käsegeschmack dazu. Also wer hat, kann ich es gerne nur empfehlen. Und hier seht ihr nochmal die Art und Weise, wie ich das Ganze einmal um die Füllung herum wickle. Dann ist wirklich der Teig auch gleichmäßig über die Füllung, nicht nur eine Seite. Ich hoffe, das ist hier sehr gut verständlich. Wenn ihr dann alle 8 Kugeln fertig befüllt habt, geht es dann ans Ausbacken. Dazu nehmt ihr euch wieder das erste Päckchen und breitet es mit den Fingern einfach aus. Nicht zu dünn jetzt in dem Fall. Sollte ungefähr so 2-3 Zentimeter dick sein. Hier habe ich mich gerade verbrannt an meiner Crepepfanne. Dann benutzt ihr einfach eine ganz normale beschichtete Pfanne auf dem Herd. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier eine sehr heiße Crepepfanne und darin wird das Ganze jetzt ausgebacken. Von beiden Seiten goldgelb. Immer wieder wenden, damit es auch schön gleichmäßig goldgelb gebacken ist. Während das eine Brot in der Pfanne fast fertig gebacken ist, nehmt ihr euch einfach ein zweites Teigpäckchen, breitet es euch schon mal aus und dann fahrt ihr einfach so weiter. Eins ausbreiten, ausbacken, beiden Seiten goldgelb backen, bis ihr dann alle 8 fertig habt. Dazu könnt ihr gerne einen Dip reichen oder ihr genießt dieses leckere Pfannenbrot. Einfach pur, super lecker, probiert es unbedingt aus. Wenn euch das Rezept gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig für den Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.